Im vergangenen Jahr war nicht wirklich alles gut gelaufen mit mir. Deshalb hatten Frau Cornelia und ich entschieden, nichts Größeres in dieser Saison. Wir machen nach langer Zeit mal wieder eine nette Tour in die Niederlande. Mehr so eine Motorbootfahrt halt. Gesagt, getan. Und zum Einstimmen planen wir etwas völlig Krasses, wie Tochter Annika sagen würde. Wir gehen in einen Hafen, den wir noch nie mit dem Boot besucht haben. Nach Leer nämlich. Ganze 6 Meilen flussabwärts entfernt von unserer Liegeplatzheimat Wehner. Und obwohl es nur 3 Sportbootschleusungen täglich gibt, werden wir nicht enttäuscht. Ein gemütlich netter Hafen in unmittelbarer Zentrumsnähe mit einem freundlichen Hafenmeisterpaar erwartet uns. Wenige Schritte entfernt von unserem Liegeplatz erreichen wir den sehenswerten Museumshafen und die pittoreske, liebevoll renovierte Altstadt. Hier hat auch die Firma Bünding ihren Stammsitz. Neben dem klassischen Teegeschäft beschäftigt sie sich heute hauptsächlich mit dem Lebensmitteleinzelhandel und betreibt unter anderem Kombimärkte. Gegründet wurde Bünding im Jahr 1806. Gerade jetzt öffnet sich die Rathausbrücke, um die historische Prinz Heinrich passieren zu lassen. Sie wurde 1909 bei Meyer in Papenburg gebaut. Bis 1969 fuhr die Prinz Heinrich vorwiegend im Liniendienst zwischen Emden und Borkum als Passagier- und Postdampfer. Ihre 2 Dampfmaschinen mit einer Leistung von 300 PS machten das 42 Meter lange Schiff bis zu 10 Knoten schnell. Zwischen 2004 und 2018 wurde die Prinz Heinrich von einem eigens gegründeten Verein liebevoll und mit viel Herzblut restauriert. Wir stürzen uns jetzt ins städtische Getümmel. Es ist Töpfermarkt. Auf der gesamten Einkaufsmeile der Stadt werden mehr oder minder kunstvoll gestaltete Gegenstände, vorwiegend keramischen Ursprungs, feilgeboten. Für mich, ich will das hinter vorgehaltener Hand preisgeben, ist diese Wanderung nicht die allerliebste Freizeitaktivität. Hier noch schnell ein kurzer Blick auf das vorhin erwähnte Stammhaus Bünding. Nach 4 recht gemütlichen, aber immer windigen und teils feuchten Tagen werfen wir den Perkins an, schauen noch kurz bei dem alten Bäderdampfer längs und tuckern durch den Museumshafen gemächlich zur Schleuse. Bevor wir Richtung Holland gehen, wollen wir noch eben nach Emden schauen. Die Schleusung ist unproblematisch, nur sie dauert gefühlte Ewigkeiten. Die Fahrt ist ab dem Emssperrwerk durchaus ruppig, mehr als 2 Knoten durchs Wasser sind häufig nicht drin. Wind gegen Strom eben. Sieht mir so aus, dass du alles bestens im Griff hast. Dann dreh mal um. Die Sportbootschleusung in Emden erreichen wir nur knapp, aber, und das ist wichtig, wir erreichen sie. Nachdem wir dann noch die Eisenbahnbrücke passiert haben, liegen wir um Punkt 18:15 Uhr fest im Delft und damit quasi im Zentrum der Stadt. Für den Liegeplatz werden wir pro Nacht 18 € abgeben müssen, zuzüglich Strom und Wasser. Der Weg zum Hafenmeister, das sei angemerkt, ist weit. Die gleiche Leistung kostete in Leer 20 €, allerdings all inclusive. Und es waren nur wenige Schritte bis zur Zahlstelle. Während unserer Tage in Emden zieht ein fulminanter Sturm über Norddeutschland und richtet bei einigen der hier im Hafen liegenden Boote bösen Schaden an. Mir reißt eine Böe, während ich die Fender richte, die Brille von der Nase und versenkt sie auf gut 3 Metern Wassertiefe in Delft. Am 6.7. geht es wieder auf die Ems. Das Tagesziel ist Groningen, genauer die Driebondsbrug kurz vor Groningen. Dort werden wir uns an den Wartedalben legen und die Nacht verbringen. Die Brücke ist seit geraumer Zeit defekt und wird nur einmal wöchentlich, nämlich genau morgen um 11, mit gewaltigem Personalaufwand für Segler geöffnet. Abgesehen von diesem Flusskreuzfahrer ist kaum Verkehr. Wir haben eine ruhige Nacht. Und tatsächlich, um kurz nach 11 öffnet sich für uns und viele andere Segler das Tor. Wir können perfekt ausgeschlafen und gut gefrühstückt rein nach Groningen. Nach der wenig beschwerlichen Passage von 2 weiteren Brücken legen wir uns bei brütender Hitze in den Osterhafen. Übrigens, damit keine Panik entsteht, inzwischen dreht sie wieder ganz normal, die Driebondsbrug. Und nochmal übrigens, am Ende unserer Reise werden wir resümieren, dass die Tage in Groningen die einzigen wirklich hochsommerlichen gewesen sind. Oder kurz und prägnant, überwiegend hat's Dreckswetter in diesem Sommer.
Am 10.7. gehen wir weiter, müssen erst einmal durch die Stadt mit ihren gefühlt unendlich vielen Brücken. In Wahrheit sind es bis zum Stadtausgang 17. Ich muss zugeben, dass mir die Passage immer schon riesigen Spaß bereitet hat, gerade weil es manchmal etwas knifflig und unübersichtlich ist. Denjenigen, die Groningen nicht kennen, sei Folgendes erzählt. Obwohl schon 1040 erstmals urkundlich erwähnt und von Heinrich III. Mit Münz- und Zollrecht ausgestattet, ist Groningen eine junge, ausgesprochen quirlige Stadt, voller multikultureller Lebensfreude und niederländischer Gelassenheit. Die Architektur ist teils interessant, sehenswert modern, überwiegend aber landestypisch gemütlich in weichrotem Klinker ausgeführt. Sie bauen ihre Häuser meist spannender und augenfreundlicher als wir, die Niederländer. Immer noch viele inhabergeführte Geschäfte findet der Shoppingfreund in der Innenstadt und natürlich unendlich viele Kneipen, Döner- und Frittenbuden neben Restaurants aus allen Kontinenten. Stellvertretend seien hier nur Indonesier, Chinesen, Inder, Thais, Spanier und Portugiesen genannt. Und eines ist sicher: Der Satz, ich habe ihn irgendwann vor Jahrzehnten aufgeschnappt, der Holländer ist gern, aber selten gut, gilt hier überwiegend nicht. 2 Dinge noch, bevor wir die Stadt verlassen und durchs Reitdiep nach Zoutkamp motoren. Erstens, knapp 250.000 Menschen haben das Glück, in Groningen zu wohnen. 50.000 davon sind Studenten und machen wohl große Teile des frischen Lebens hier aus. Und zweitens, der 1977 von den Eheleuten van Houten entdeckte Asteroid 12.652 wurde nach der Stadt benannt und hört seitdem auf den Namen Groningen. Dem Asteroiden mit Verlaub wird die hohe Ehre gänzlich Schnuppe sein. Inzwischen haben wir die Dokwerder Sluis erreicht. Es geht gleich einen runden Meter nach unten, dann queren wir den Van Starkenborg-Kanal und laufen weiter durch die flache Landschaft Richtung Lauwersmeer. Das Reitdiep übrigens ist, kaum jemand wird es nicht wissen, Teil der Staande-Mastroute, die von Delfzijl bis nach Zeeland führt. Just jetzt passieren wir den kleinen Ort Garnwerd, der bei Bedarf einige Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Hier jetzt die Schleuse Lammerbüren. Sie steht nahezu immer offen. Eine Brückenöffnung allerdings sollte man beim Post Lauwersoog via Funk oder linker Hand angebrachter Klingel erbitten. Kurz darauf erreichen wir Zoutkamp, wo wir etwas abseits des Gemeindehafens eine gemütliche Nacht verbringen. Mitten im kleinen Ort residiert ein netter Italiener mit hübschem Garten. Um 10:30 machen wir uns auf den Weg. Es geht durch die Reitdiepbrücke und weiter Richtung Dokkum. Etwa 16 Meilen haben wir vor dem Bug und werden runde 3,5 Stunden unterwegs sein. Die Route führt uns durch den idyllischen südlichen Teil des kleinen Lauwersmeeres. Entstanden ist die ehemalige Meeresbucht Lauwerssee um 1218 während einer heftig tobenden Sturmflut. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts dann trennten die Niederländer die Bucht durch einen im Mai 1969 fertiggestellten Damm von der Wattensee. Inzwischen sind wir, natürlich weil ich wieder viel zu viel gebrabbelt habe, in Dokkum angekommen und werden uns gleich an den Steg für tiefergehende Yachten vor der Woutpoortbrücke legen. Dokkum, das sei verraten, ist eine liebenswerte kleine, typisch friesische Stadt mit vielen Kneipen, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Aber Vorsicht! Schon im Jahre 754 oder 55, völlig einig ist man sich da nicht, wurde der heute noch im Geschichtsunterricht besprochene Missionar Bonifatius genau hier in Dokkum von ungnädigen Gegnern christlicher Missionstätigkeit erschlagen. Jeder potenzielle Gast möge also vor einem Besuch der Gemeinde sein persönliches Risiko kritisch einschätzen. Unser heutiges Ziel ist Leeuwarden, die Provinzhauptstadt von Friesland. Die beiden herrlich instand gehaltenen Dokkumer Windmühlen lassen wir rechts liegen und zahlen an der Ebrug nach kurzer Wartezeit den obligatorischen Brückenzoll. Aktuell beträgt er 5 €. Die Liegegebühren in Dokkum übrigens sind noch immer hochmoderat. Für die Nacht gaben wir knapp kalkulierte 11,70 €. Dafür wird von flinken Händen auch noch der Müll von Bord geholt. Ein Service, der wohl vergeblich seinesgleichen sucht.
Gleich erreichen wir Birdath. Auch dort steht eine schicke Windmühle am Wegesrand und auch dort ist für die beiden Brücken ein Beitrag zum sicher knappen Dorfhaushalt fällig. Er beträgt 3,50 und wird an der ersten Brücke erhoben. Übernachten kann der redlich müde Kanalfahrer am nordwestlichen Kanalufer, also von Dokkum kommend auf der rechten Seite oder aber im kleinen Hafen direkt bei der Windmühle. Dort allerdings nur mit maximal 1,75 Tiefgang. Gegessen wird nicht schlecht, im Posthöis direkt hinter der zweiten Brücke. Mit der Passage von Birdath haben wir etwa die Hälfte der Strecke nach Leeuwarden hinter uns. Gleich folgt das wohl spektakulärste Stückchen der Dokkumer Ey. Es geht auf dem hier recht schmalen Wasser eine ordentliche Weile lang quasi durch die Vorgärten der am Kanal lebenden Menschen. Um keine übermäßige Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, empfiehlt sich dem Bödlefahrer eine eher ruhig defensive Fahrweise. Die Kaffee- oder Tee schlürfenden Hausbesitzer auf ihren häufig hübschen Terrassen werden es dankbar erinnern. So, nach der beschaulichen Fahrt haben wir das Tagesziel erreicht und ein gemütliches Fleckchen am Prinzentöön gefunden. 3 Tage werden wir uns nehmen für die Stadt. 3 Tage, die sich in jedem Fall lohnen werden. Es ist viel zu sehen in Frieslands Provinzhauptstadt mit ihren eben 100.000 Einwohnern. Da ist der Oldehof, ein Turm schiefer als der von Pisa. Da ist der Prinzentöön, in dem wir liegen. Da ist das Facette-Museum, in dem über den Widerstand gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg berichtet wird und unendlich vieles mehr. Während wir durch die Straßen bummeln, will ich die Zeit nutzen, um präventiv einige verteidigende Worte zum Titel dieses Videos zu sagen. Denn vor einigen Jahren bezog ich milde Prügel, als ich einen meiner Filme Hollandfahrt genannt habe. Das Land hieße nicht Holland, sondern Niederlande, wurde ich getadelt. Holland hießen nur 2 Provinzen im Westen des Landes, nämlich Nordholland und Südholland. Natürlich hatte der unzufriedene Zuschauer aus den Niederlanden recht und natürlich entschuldigte ich mich ordentlich für meinen kolossalen Fehler. Unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass wir dummen Moffen Holland gern als Synonym für die Niederlande nutzten, allein schon deshalb, weil es um so viel weicher klänge als das harte deutsche Wort Niederlande. Heute aber, so denke ich, ist Kritik kaum angebracht. Zumindest nicht am Titel Einmal Holland und zurück, denn wir werden in Kürze Enkhuizen und damit tatsächlich Nordholland erreichen. Genug gewimmert in eigener Sache neben recht individuellen Grachtenfahrten. Hier sehen wir eine kleine Gruppe wissensdurstiger Touristen, lassen sich auch Schnupperkurse in der Subbeherrschung buchen. Die notwendigen Fähigkeiten werden wahlweise sitzend, stehend oder kniend vermittelt. Durch einen der interessantesten Beweise von Brückenbaukunst, die mir bekannt sind, verlassen wir Leeuwarden und motoren weiter auf der starrenden Mastroute nach Grau. Grau behält uns wegen fast durchweg mistigen Wetters auch für 3 Tage. Das 6715 Seelennest ist in den Regenpausen schnell durchwandert, bietet allerdings nach der 7. Runde nur verschwindend wenig Neues. Trotzdem ist für Abwechslung gesorgt. Niederländische Verwandtschaft kommt zu Besuch und ebenso mein Bruder Wim. Frau Cornelia wird in einem zweifelhaften Restaurant
ein Gericht namens Kapsalon empfohlen. Nach dem Verzehr von einem winzigen Drittel der Portion schwört sie bei beinahe allen Heiligen nie wieder. Die genaue Zusammensetzung des von Frau Cornelia verschmähten Gerichts übrigens haben wir nicht ergründen können. Haare, so viel ist sicher, waren nicht drin, obwohl die Übersetzung von Kapsalon ins Deutsche nichts anderes bedeutet als Friseursalon. Insofern wären Haare naheliegend gewesen. Wir sind unterwegs nach Lemmer. Für mich die deutsche Exklave in den Niederlanden. Während der Saison ist die Stadt immer randvoll. Wir fanden zum Glück recht schnell einen Päckchenliegeplatz für moderate 17,40 und aßen abends gemeinsam mit Baue in seinem Stammlokal. Baue schneiderte uns vor einigen Jahren neue Segel und einen Maindrop für die Kohinoor. Die alte Schleuse am Stadtausgang ist übrigens deutlich tiefer als in der Karte angegeben. Statt der 1,90 in der Karte loten wir 2,40. Heute ist von der Admiralität die Marina Stavoren befohlen. Es sei Waschtag, wurde ich beschieden und damit die Joker-Karte gezogen. Jeder Hinweis auf andere, vielleicht hübschere Häfen war zwecklos. Wir kommen dort nach viel Regen kurz nach 15 Uhr. Ein Lichtblick, die Wäsche kann definitiv noch heute erledigt werden. So ist es dann auch. Um 20 vor 12 knüpfen wir die Leinen los und huschen rüber nach Enkhuizen und werden somit Holland erreichen. Nach guten 2 Stunden haben wir die 12 Meilen durchs Eiselmeer hinter uns und sind so früh, dass wir noch einen schicken Platz im Gemeindehafen abbekommen. Glücklicherweise sind wir die Ersten des im Laufe des Nachmittags wachsenden Päckchens und brauchen insofern auf keine frühen Abfahrtswünsche irgendwelcher Nachbarn Rücksicht zu nehmen. Am späten Nachmittag trifft lieber Besuch aus der Heimat ein. Claudia und Christian sind für einige Tage zu uns gereist. Gemeinsam erwandern wir die Stadt, die für uns nicht völlig unbekannt ist, denn in den 90er Jahren war das Eiselmeer für beinahe 10 Jahre unsere Bootsheimat. Just jetzt fällt mir zu Enkhuizen eine kleine Geschichte ein. Sie wird beinahe 40 Jahre zurückliegen. Damals reparierte ich hier im Kompanieshafen gemeinsam mit meinem Cousin Karel ein kleines Segelboot, das wir uns geliehen hatten und das, aus Gründen, auf die ich gleich kommen werde, ein winziges Loch im Bug, so etwa in Höhe der Wasserlinie aufwies. Mit diesem kleinen 8 Meter langen Boot waren wir zu viert unterwegs. Frau Cornelia, ein eigenes Kind, ein Leihkind und ich, der Steuermann. In den Ufer wollten wir einschleusen, mussten aber warten. Ich schlug vor, dass wir uns bis zur Schleusung an einen Dalben hängen könnten. Frau Cornelia bitte, solle dort eine Vorleine befestigen. Das Aufstoppen vor dem Dalben gestaltete sich anders als von mir geplant, denn, obwohl bester Steuermann aller Zeiten, verwechselte ich zurück mit voraus. Wir krachten aufgrund meiner eigentlich lächerlichen Fehlleistung mit dem Bug auf ein unteres Querholz. Den Aufprall am oberen federte Frau Cornelia mit ihrem zwischen Bugkorb und Querholz steckenden Oberkörper ab. Den Kindern, sie spielten im Salon, ist Gottlob nichts passiert. Frau Cornelia war über Wochen aufgrund blaubrauner Hämatome nicht wirklich präsentabel. Irgendwann aber hat sie mir meinen Mordversuch verziehen. Die angesprochene Reparatur wurde nötig, weil ich während der weiteren Reise nach Enkhuizen von Leihkind Lotte gefragt wurde: »Sag, Peter, muss das, dass die Bodenbretter schwimmen?« Sorry, obwohl geplant, habe ich nun zu Enkhuizen nichts erzählt. Ich verweise da auf dieses moderne Internet. Wir sind unterwegs nach Stavoren innen. Die Marina konnte ich vermeiden. Kurz vor 2 knüpfen wir im inneren Gemeindehafen gegenüber der kleinen Insel die Leinen fest.
Recht gern hätten wir noch einige Tage Eiselmeer gemacht. Aber erstens soll das Wetter dramatisch schlecht bleiben und zweitens wollen wir noch in Lauersoog Urlaub machende Kinder besuchen. Zu Stavoren zuallererst eine extrem wichtige Nachricht. Kurz vor dem Ende der Staatskracht, wir liegen an ihrem Beginn, gibt es einen Supermarkt, der tatsächlich mit dem Boot angelaufen werden kann. Unzweifelhaft ein Geschenk für diejenigen, die sich weigern, überladene Taschen und volle Bierkisten über kaum zu bewältigende Distanzen zu schleppen. Darüber hinaus bietet der Ort 945 Einwohner, jede Menge Liegeplätze in verschiedenen Marinas und einen vom Eiselmeer zugänglichen Gemeindehafen. Ab 1385 gehörte Stavoren zur Hanse und erlangte eine gewisse Bedeutung durch Getreideimporte aus dem Ostseeraum. Via warmste Flüssen und einer Übernachtung in Heeg geht es für uns weiter nach Sneek. Auch dort sind wir mit dem Boot noch nie gewesen. Nein, das stimmt gar nicht. Früher, also ganz viel früher, mieteten wir dort hin und wieder Boote bei der Firma Mutsch. Ob es die noch gibt, waren freundliche Leute dort. Hier in Sneek liegt man für 20,50 € dicht am Zentrum. Ein ordentlicher Chinese und ein Lidl befinden sich in unmittelbarer Nähe. Wie in vielen niederländischen Orten ist der Wassersport auch in Sneek von überragender Bedeutung. Unzählige Bootsvermietungen tummeln sich in den vielen kleinen und größeren Häfen der Stadt. Neidlos anerkennen muss man in diesem Zusammenhang, dass die Niederländer insgesamt sehr viel Positives tun für ihre Wassersportgäste. Sicherlich, das sei zugegeben, nicht völlig ohne Eigeninteresse. Unter anderem findet hier in Sneek jeweils im August die größte Segelveranstaltung europaweit auf Binnengewässern statt, die sogenannte Sneeker Woche. Obwohl der Ort selbst genügend Sehenswertes zu bieten hat, kann derjenige, der Spaß daran hat, im Halbstundentakt mit der Bahn ins 20 Kilometer entfernte Leeuwarden reisen. Als einziger friesischer Ort übrigens war die Stadt im Mittelalter vollständig mit einer Festungsmauer umgeben. Mit den schweißtreibenden Arbeiten dazu begann man im Jahre 1492. Übrig geblieben davon ist nur das besonders sehenswerte Wassertor hier im Bild. Trotz überwiegend Schmuddelwetter lassen wir es uns gut gehen und erlaufen die Straßen, Gassen und Plätze der Stadt ausgiebig. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz. Am 31.07. reisen wir weiter. Hier eine kurze Impression unserer Übernachtung in Birdart. Und dann haben wir auch schon das Kind mit Mann und Enkel in Lauersoog abgearbeitet. Anders als es klingt, war es ein schöner familiärer Aufenthalt. Und gehen bei heftigem Wind und zeitweise Regen die 24 Meilen zurück nach Groningen. Übermorgen müssen wir pünktlich um 9 Uhr zur einzigen Öffnung der Woche an der Driebondsbrücke sein. Die Nacht verbringen wir ruhig und beschaulich unmittelbar vor Groningen an der Zernikebrug. Es folgt eine Nacht im Osterhafen mit einem wirklich herrlichen Essen bei dem kleinen Thai ganz in der Nähe. Am Morgen schaffen wir es gemeinsam mit etlichen Kollegen pünktlich zur Brücke. Das aus vielen Männern bestehende Bedienungspersonal ist noch nicht ganz so weit. Eine gute halbe Stunde dürfen wir versammelten Bödlefahrer die vielfältigen Bemühungen, das störrische Brückenmonster zum Leben zu erwecken, ergriffen beobachten. Dann klappt sie hoch, die Brücke, und wir alle passieren so schnell eben möglich, damit oben der Straßenverkehr wieder rollen kann. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen dafür, dass dieser enorme Aufwand über lange Zeit betrieben wurde, nur um einigen Yachtis den Weg abzukürzen. So, wir haben einige Tage in Delfzijl verbracht, hatten Besuch von Tochter Annika mit 2 Enkelkindern und sind auf dem Weg nach Borkum. Auf der Insel wollen wir unsere Reise ausklingen lassen und legen uns in den während der Saison immer randvollen Burkana-Hafen. Bei wirklichem Kaiserwetter, wir haben es auch verdient nach den vielen Wochen Regen,
radeln wir gemütlich die 6 Kilometer nach Borkum-Stadt und schauen erstmal an den breiten Strand. Frau Cornelia, sie ist und bleibt vom Typ her draufgängerisch, nimmt doch tatsächlich ein Wadenbad im sicher kühlen Nordseewasser, mit dem ich nur in ärgster Not so engen Kontakt haben möchte. Selbstverständlich zeigen wir uns während der Woche Borkum auch auf der Promenade und setzen uns dort in das eine oder andere Café. Wir bummeln ausgiebig durch die Straßen der Stadt, die häufig von Läden mit zweifelhaft nutzlosem Angebot flankiert werden, und radeln bei immer bestem Wetter kreuz und quer über die doch häufig interessant sehenswerte Insel. Natürlich bringen uns die Räder auch weit in den Osten. Eine lohnenswerte Pause machen wir in den Bauernstuben einen Halt, den wir nur empfehlen können. Es lohnt sich allemal. Auch das Dünenbudchen ganz in der Nähe und direkt am Strand liegend hat durchaus Charme. Allerdings muss der Gast für sein leibliches Wohl dort mitunter länger anstehen. Vor einigen Tagen ein Fußbad, heute eines in der prallen Sonne. Nachdem Frau Cornelias Akkus genügend durchgeladen sind, machen wir uns auf zurück zum Hafen. Angenehm ausgebremst werden wir nur kurz durch die historische Inselbahn. Zum Abendessen, da bin ich sicher, sind wir bei Bahlmann. Am nächsten Morgen dann rutschen wir mit auflaufend Wasser die Ems nach oben. Das Ems-Sperrwerk ist gemacht. Bald darauf folgt die Jan-Berghaus-Brücke. 2 Tage leer werden wir uns noch gönnen. Es gefiel uns so gut dort im Hafen. Wieder gibt es einen schicken Platz, wieder ganz dicht an der Altstadt. Wie schon vor einigen Wochen werfen wir noch einmal einen Blick aufs Bünding Stammhaus und wir schauen bei einem wohlsortierten Trödelladen vorbei. Wir haben nämlich genug. Ein Holländer ist mit mir genau einer Meinung, dass sie nichts brauchten. Sie hätten genug von all dem Zeug. Es folgen die letzten Meter die Ems hinauf. Dann haben wir die Schleuse und werden uns gleich gewaltig wundern. Und das liegt genau daran, dass wir zu den gewöhnlich besonders schlecht unterrichteten Kreisen gehören. Keine Ahnung hatten wir davon, dass just an diesem Wochenende das Traditionsschiffertreffen in Wena stattfindet. Es wimmelt vor Schiffen im Hafen, zum Glück aber hat Kuno, der beste Hafenmeister aller Zeiten, uns unseren Liegeplatz freigehalten. Und wenn wir dann schon unangemeldet reinplatzen in das Fest, lassen sie es uns nicht nehmen und schauen ein wenig rum im alten Hafen. Alles ist vertreten, historische Schlepper, Lotsenboote, Frachtsegler in häufig bestem Zustand und natürlich ausreichend Schaulustige, die zum Teil von weit her angereist sind. Auch gehandelt wird, teils von den Schiffen aus und teils an speziell aufgebauten Ständen. Ich bin sicher, nicht alle der angebotenen Schätze werden einen neuen Eigentümer finden. Im Hafen 55, hier im Bild, sorgt man sich wie immer hingebungsvoll um das leibliche Wohl der Besucher. Tja, im Grunde bin ich am Ende. Ein kurzer Blick noch auf ein tolles Exemplar historischer Schiffbaukunst und ein weiterer auf zum Verkauf stehende Ware. Für über der Couch empfehle ich dringend den Seebären mit Pfeife. Und zum wirklich allerletzten Schluss noch ein Bonbon. Es ist immer faszinierend anzusehen, wie die allermeisten Plattbodenschiffer mit ihrem historischen Material umzugehen verstehen. Ein Genuss, den ich völlig unkommentiert lassen will. Deshalb schon jetzt ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und wenn es gefallen hat, ach was, das macht jeder, wie er denkt. Adieu.